Also nie wieder. Oh Gott, dann aber schnell. Warum sagt mir das denn keiner? Meine Vermieterin ist gestorben. Dieser Gedanke trieb mich die Tage nach der erschütternden Nachricht umher. Was jetzt? Müssen wir wieder unsere Sachen packen und ausziehen? Unser Haus hatte sich von Sekunde 1 an vertraut angefühlt und obwohl wir gerade erst eingezogen waren, konnte ich mir kein anderes Zuhause mehr vorstellen. Ich wollte nicht weg. Aber diese Entscheidung lag nicht in meiner Hand. Was die Situation noch schwieriger machte, der Tag, an dem wir die alte Wohnung abgeben mussten, war gekommen. Der Nachmieter wartete auf seinen Schlüssel. Hierher würden wir nicht zurückkehren können. Es würde noch eine Weile dauern, bis wir weitere Informationen zum Verbleib des Hauses erhalten würden. Man hätte den Kopf in den Sand stecken können, sagen können, jetzt erstmal abwarten. Aber so sind wir nicht. Denn hätten wir das Haus räumen müssen, wäre die Gesamtsituation doof gewesen und nicht nur die Tatsache, dass wir ein paar Wochen weitergearbeitet haben. Und wenn sich herausstellen würde, dass wir im Haus bleiben dürfen, dann hätten wir mehrere Wochen verloren. Also, weiter geht's. So, hallo. Wir haben eine Menge Sockelleisten vorbereitet, die müssen heute an die Wand gebracht werden oder heute mal angefangen. Habe ich noch nie gemacht, bin ein bisschen überfordert. Was cool wäre, wenn ich professionelle Hilfe dabei bekommen könnte. Tada! So Alex, was machen wir zuerst? Messen. Dann würde ich schauen, dass die Reste an der Wand noch wegmachen. Ja, ist richtig. Dann sollten wir zuschneiden und dann sollten wir die Dinge anbringen. Ja, wir haben jetzt wieder mal ganze Arbeit geleistet, alles sauber gemacht hier. Jetzt sind wir bereit zum Anbringen der ersten Sockelleiste. Was müssen wir beachten, Herr Kusch? Welche Farbe wollen wir? Aber das hast du ja schon verraten. Oh, ja. Wir müssen natürlich die Ecke anschneiden. Ne? Ja. Wir müssen hier einen 45-Grad-Winkel reintun. Ich habe kein Geodreieck, aber ich habe mir was einfallen lassen. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, wenn wir ein rechteckiges Blatt Papier nehmen, ja, und wir falten eine Ecke rein, haben wir hier einen 45-Grad-Winkel. Du bist so schlau. Ist bloß nicht verkacken, ne? Sonst haben wir keinen 45-Grad-Winkel. Das muss jetzt stimmen. Ja. Dann würde ich sagen, Stift habe ich auch noch mitgebracht. genau. Alter, wie wollen wir das? Also das Schneiden wird lustig, das 45 Grad Schneiden wird richtig lustig. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie das geht. Ein Bleistift wäre natürlich schlau. Ja. Und was brauchen wir dafür? Eine Kreissäge. Eine Kreissäge. Und um euch zu beweisen, dass wirklich von uns beiden noch nie jemand eine Kreissäge in der Hand gehalten hat, zeige ich euch, dass sie noch komplett original verpackt und versiegelt ist. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie wir das machen, sodass das dann beim Sägen nicht wegrutscht. Ja. Man kann ja da Füße hintun. Das sind dann aber deine Füße. Du hast ja jetzt auch Erfahrung mit hier Gliedmaßen, fast abschneiden. Ja, das wäre dein Job jetzt an der Stelle. Genau, es ist ja, meine Finger sind fast wieder verheilt. Das ist ja der geeignete Zeitpunkt, um jetzt mit der Kreissäge anzufangen. Richtig. Ja, okay. Was ist denn das? Wir müssen die erstmal zusammenbauen. Wir haben ein Handbuch und wir haben eine Säge. Wow. Außer natürlich... Oh, guck mal, er hat richtig also, Auslöser hier und ey. Ja, wir brauchen was, wo wir das ablegen können auch halt, ne? Oder? Ne, wir nehmen 3. Ich meine, ja, auf einmal. Ach so. Oder kriegt man 2? Ja, okay, 2 kriegt man auch. Oh Gott, dann aber schnell. Warum der so schnell macht, weiß ich nicht. Wir stellen 2 auf. So. Und so. Und das Brett kommt dazwischen und dann liegt es da auf. Jetzt smart. Ja, Genius. Nichts anderes habe ich über mich Zeig mal, was du jetzt willst. Ja. Ich habe richtig Angst. So.
Ja. Ah, nicht. Hä? Ich dachte, Was willst du jetzt machen? Ach so. So. Nee, das hätte ich anders Dann gemacht. kann ich es hier sogar halten und es hält fest. Habe ich schon einmal erwähnt, dass die Inhalte dieser Videos ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen sind. Tipps vom Profi gibt es hier nicht, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ich freie Hand jetzt hier so runtersägen. Achso, du siehst nichts, das könnte ein Problem sein. Das- Dann lass mich halt sägen. Nein, ich säge. Ich habe sofort gedacht, nein, das ist nicht richtig. Man soll das horizontal statt vertical hinlegen. Als ich klein war, habe ich immer meinem Papa geholfen, Sachen zu sägen. Deswegen habe ich das gewusst. Und ich wollte das mehrmals sagen, deswegen habe ich mit der Kamera gewackelt. Leider habe ich die Worte nicht gefunden. Zum Glück am Ende haben die zwei dasselbe herausgefunden. Wir haben Erkenntnisse gewonnen. Der Schutz wahrscheinlich, deswegen hat er hier auch so eine Kante. Der Schutz schiebt sich wahrscheinlich von alleine auf, wenn man flach in ein Brett reinsägt. Nun wollten wir aber von oben reinsägen. Machen wir aber nicht. Ja? Was machen wir stattdessen? Wir winkeln dieses Brett an auf 45 Grad. Da müssen wir auch nie was messen und es wird immer ein perfekter, sauberer, gerader Schnitt auf 45 Grad. Und ich habe So die mich Theorie. so auf die Arbeit mit deinem Geodreieck gefreut. 45. Genau, und dann haben wir es auf 45. Dann ziehen wir die Schrauben wieder fest. Ja. Und ich stelle noch meinen Fuß da drauf. Hier. Und dann musst du bloß einmal da durchfahren. Aber ist es die richtige Richtung? Nee. Lieber mit dir, ne? Es ist beides die gleiche Richtung. Du musst einfach nur irgendwas drücken, damit es geht. Ja. Boah, okay. Setz einfach vorsichtig an. Boah, ich habe irgendwas in meiner Hand gespürt, aber ich weiß nicht, was es war. Und ist das jetzt ein astreiner 45 Grad Schnitt? Yes. Es sind 45 Grad. Genau. Einwandfrei. Mega cool. Gut. Ich war so nervös. Ich jetzt auch. Dann legen wir es mal an. Macht sich farblich, finde ich, sehr gut an der Wand. Ich glaube, das 1A. passt. Ne? Ja. €2,10 Meter. Aber ist es richtig? Marvin, ein Wohnzimmer, das ist so. Gott sei Dank seht ihr diese Zeichnung nicht. 2,10 Meter. So, ja, an der Kante. 36,5 auch. Doch dann ein Moment geistiger Umnachtung. Ich sehe halt nichts. Hat jemand eine Taschenlampe oder so? Nee, nicht zur Hand. Oder ein Handy? Auch nicht zur Hand. Hast du ein Handy? Ich halte ja das Ding hier. Okay, dann lass es mal los für Tim. Ja. Weil ich halte es gerade fest hier. Ja. Ich glaube 3,81,5 Meter oder sowas, aber ich sehe es nicht gescheit. Ja, wo ist denn mein Handy? Alter! Ich halte es ja die ganze Zeit in der Hand, ich schreibe ja drauf. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Und du? Ihr lasst mich hier einfach auflaufen. Ich habe gleich gedacht, nein, er hat doch das Handy in der Hand. Leider habe ich die Worte nicht gefunden. Und zum Glück am Ende haben sie das selber bemerkt. Also nie wieder. Dann erreichte uns die im Rahmen der Umstände positive Nachricht: Wir dürfen bleiben. Das Haus wird vererbt an die Enkel der Vermieterin, aber erst wenn diese 25 Jahre alt sind. Dementsprechend bleiben uns noch so 6, 7 Jahre auf jeden Fall und danach können wir nochmal schauen. Aufatmen,
Die Arbeit war nicht umsonst, das Projekt konnte weitergehen. Und wie es weitergehen würde, das sehen wir nächste Woche.